2014 unterzeichneten einige europäische Staaten die Istanbul-Konvention zum Schutz der Frau gegen Gewalt. So auch die Türkei. Aber die Mehrheit der Staaten haben die Konvention nicht unterzeichnet, weil sie die darin ebenfalls erhaltene Gender-Ideologie ablehnen. Aus gleichem Grund hat sich nun auch die Türkei von dieser Konvention distanziert. Am Kampf gegen Gewalt an Frauen hält die Türkei aber weiterhin fest. Die Gender-Ideologie möchte die Geschlechter abschaffen, was für die Türkei ein Widerspruch zum Familienprinzip darstellt und deshalb ablehnt. Gewalt an Frauen darf nicht geduldet werden. Weder in der Türkei, noch in Deutschland und auch nicht in anderen Ländern der Welt. Im Jahr 2020 wurden in der Türkei 300 Frauen in einer Partnerschaft ermordet. Auf die Einwohnerzahl gemessen gab es in der Schweiz 270, in Deutschland 301 tote Frauen in der Partnerschaften. Das muss weltweit gestoppt werden. In der Türkei wurde bereits 2004 die Strafe für Gewalt an Frauen durch die Akt mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet und damit gleichgesetzt wie mit der Strafe für Folter. Frauen bekommen bei häuslicher Gewalt Hilfe über die Telefonhotline 183. Bekannt ist, dass die heutige Türkei sehr restriktive gegen Kriminalität vorgeht und sich damit auf Gerechtigkeit für alle fokussiert. Im Parlament debattierte man sogar über Kastration als Strafe bei Vergewaltigung oder Kindermissbrauch. Historisch gesehen haben Frauenrechte gerade in der Türkei große Tradition. Schon 600 nach Christus wird die Frau im Koran erstmals mit Frauenrechten ausgestattet und kann auf einmal erben, während in der christlichen Welt die Frau noch mehrere hundert Jahre als Sache angesehen wurde. Selbst im Osmanischen Reich wurde die Gewalt an Frauen hart bestraft. Frauenrechte zeigen sich auch 1923 mit der Gründung der Republik Türkei. Als damals das Schweizer Zivilgesetzbuch übernommen und ins Türkische übersetzt wurde, änderte Atatürk den Frauenartikel und gab der Frau schon damals das aktive und passive Wahlrecht. Darauf hatte die Türkei den weltweit zweitgrößten Anteil an Frauen im Parlament nach Finnland. 1938 konnte die erste Kandidatin zur türkischen Präsidentschaft aufgestellt werden. Sabiha Gökçen war im gleichen Jahr die erste Kampfpilotin der Welt. Und im Jahr 1993 wurde die erste türkische Ministerpräsidentin gewählt. Frauenrechte waren in der Türkei schon immer allgegenwärtig. Dennoch ist die Gewalt an Frauen noch immer sehr verbreitet. Das kann man nicht auf den Islam begründen, erklärt der türkische Präsident. Die Kultur der Patriarchen gab es bis zum Islam. Danach erkannte man, wer Muslim ist. Auch wenn es die wahhabitischen Salafisten heute anders sehen wollen, die Türkei wird sich auch ohne Konvention weiterhin für Frauen einsetzen.